Herzlich willkommen bei iConcept Phones, hier spricht Hassan Kaymak. In diesem Video werden wir uns das neue Poco M4 Pro 5G ausgiebig testen. Das Poco M4 Pro 5G wurde freundlicherweise von Poco zur Verfügung gestellt, da ich einer von den Poco-Enthusiasten bin. Wenn auch du ein Poco-Enthusiast werden möchtest, kannst du gerne im Poco Community aktiv werden. Den Link habe ich in die Videobeschreibung hinzugefügt. Der neue Poco M4 Pro läuft mit der MediaTek Dimensity 810 Chip, welcher Dual 5G unterstützt. Man kann sich zwischen der 4 GB RAM und 64 GB Speicher oder der 6 GB RAM und 128 GB Speichervariante entscheiden. Der Prozessor ist überraschenderweise sehr schnell. Ich hatte einen erheblichen Unterschied zwischen meiner Poco F3 und der M4 Pro erwartet. Natürlich kann man diese beiden Smartphones nicht miteinander vergleichen, aber der M4 Pro ist ziemlich schnell. Die Apps öffnen sich schnell, die Animationen sind meistens sehr flüssig. Das liegt auch an dem verbauten Displaypanel, aber dazu gleich mehr. Die Gaming-Performance ist auch überdurchschnittlich gut. Ich bin zwar kein Hardcore-Gamer, aber ab und zu mal spiele auch ich Casual Games. Die Spiele, die ich hier getestet habe, funktionierten einwandfrei und flüssig. So, kommen wir mal zum Display des Poco M4 Pro 5G. Nein, hier ist kein AMOLED-Display verbaut, bei dem Preis kann man auch dies nicht erwarten. Aber wir bekommen hier einen guten 6,6 Zoll IPS LCD-Display. Die Bildwiederholungsrate liegt bei 90 Hz und der Touch-Sampling-Rate bei 240 Hz. Dank des 90 Hz Displays werden die Animationen sehr flüssig dargestellt. Zwar kann mein Poco F3 120 Hz wiedergeben, allerdings habe ich dies aufgrund des erhöhten Akkuverbrauchs deaktiviert und benutze es stattdessen in nur 60 Hz. Bei dem Poco M4 Pro 5G habe ich das Problem zum Glück nicht. Ich benutze es in 90 Hz und habe trotzdem eine ordentliche Batterieleistung. Ich komme locker über einen Tag. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich ein neues Video über den Poco M4 Pro 5G hochladen, das wichtige Einstellungen und Energiesparoptionen zeigt und viele weitere Features freischaltet. Auf der Vorderseite sehen wir eine 16 Megapixel Selfie-Kamera, die nur Full HD Videos aufzeichnen kann. Der Vorgängermodell des Poco M4 Pro hatte nur 8 Megapixel Frontkamera. Auf der Rückseite sehen wir eine große Kameraeinheit. Der schwarze Balken zieht von links nach rechts und beherbergt die eigentliche Kameraeinheit. Auf den ersten Blick denkt man, dass hier mehr als nur 2 Kameras verbaut sind. Allerdings ist dies nicht der Fall. Wir bekommen hier eine 50 Megapixel Hauptkamera, die nur Full HD Videos aufzeichnen kann. Die zweite Kamera ist eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, die auch nur Full HD Videos aufzeichnen kann. Die Qualität der Hauptkamera ist gut für diesen Preissegment. Der Weitwinkelkamera konnte mich ehrlich gesagt nicht überzeugen. Ja, ich bin ein großer Fan von großen Akkus. Poco verbaut hier einen 5000 mAh Lithium-Ionen-Akku. Mit 90 Hz aktiviert und Akkuoptimierung bin ich locker auf einen Tag gekommen und hatte trotzdem 30% Restwert. Wie sieht es dann eigentlich mit der Ladetechnik aus? Ja, der Poco M4 Pro 5G unterstützt 33 Watt Schnellladetechnik. Das heißt, er wird nur in rund einer Stunde von 0 auf 100% aufgeladen. Um mehr Energie zu sparen und die ganze Leistung der Akku frei zu entfalten, kann man natürlich einige Optimierungen durchführen. Ich werde dies in den nächsten Tagen und Wochen in der Videobeschreibung verlinken. Leider unterstützt der MediaTek Dimensity 810 Prozessor kein Wi-Fi 6, aber die Internetgeschwindigkeit des Poco M4 Pros liegt bei Maximum 500 Mbit pro Sekunde. Das ist ein sehr guter Wert. Ich glaube nicht, dass ich 1000 Mbits fürs Webbrowsing, Social Media und YouTube brauchen werde. Zudem haben wir hier das neueste Bluetooth 5.1 und Dual-Band 5G. Wir können einfach 2 5G-fähige SIM-Karten installieren und beide gleichzeitig verwenden. Alternativ können wir einen der SIM-Karten-Slots für eine MicroSD-Karte opfern, um den Speicher auf Maximum 1 TB zu erweitern. Weiterhin sind GPS, NFC und Infrarot mit an Bord.
Wir können mithilfe des vorinstallierten Xiaomi Mi Remote App unseren Fernseher bedienen. Abschließend hat Poco hier einen hochwertigen X-Axis Linear-Vibrationsmotor verbaut. In diesem Preissegment ist solch ein Vibrationsmotor nicht üblich. Der Preis des 4 GB und 64 GB Modells liegt bei rund 230 €. Die 6 GB und 128 GB Speichervariante hingegen kostet rund 250 €. Die genauen Preise und wo du es kaufen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Das Poco M4 Pro ist zurzeit das beste Budgetphone vom Jahr 2021. Es unterstützt europäische Dual 5G Bänder, kommt mit einer guten IPS Display Panel, die 90 Hz Bildwiederholungsrate und 240 Hz Touch-Sampling-Rate unterstützt. Der Prozessor ist mehr als nur ausreichend, um die Animation flüssig darzustellen und eine gute Leistung zu erbringen. Die Selfie- und Hauptkamera können bei guter Beleuchtung ein paar echt gute Bilder aufnehmen. Mit an Bord sind die notwendigsten Features wie etwa Bluetooth 5.1, NFC, GPS und Wi-Fi 5. Ich würde definitiv den Kauf der 6 GB RAM-Variante empfehlen, da man hier mehr internen Speicher hat. Zwar kann man den Speicher mit Hilfe einer MicroSD-Karte erweitern, aber man bekommt hier noch 6 GB RAM dazu. Kurz zusammengefasst hat mich das Poco M4 Pro 5G positiv überrascht. Es ist ein solides Alltagshandy, mit dem man auch problemlos Spiele spielen kann. Es ist mit einer guten Ausstattung ein zuverlässiges Budgetphone, welches ich dir bedenkenlos den Kauf empfehlen kann. Den Link zum Produkt und die Preise findest du natürlich in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Einschalten. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mein Video zu kommentieren.